Hey und willkommen zu meinem 20. Video aus Schwäbisch Lappland. Wie ihr seht, ich bin jetzt gerade in einem Haus mit einem wunderschönen alten Ofen. Da bin ich Anfang Februar eingezogen, weil nämlich in dem anderen Haus, wo ich das letzte Jahr gelebt habe, jetzt der Mietvertrag ausgelaufen ist und dort auch Renovierungsarbeiten anstehen. Und jetzt wohne ich in einem noch etwas älteren Haus und habe die Möglichkeit, hier jeden Tag Feuer zu machen. Das ist für mich ein absoluter Traum, auch wenn es dieser Ofen ist und nicht ein schöner offener Kamin, das hat es leider nicht. Aber es ist für mich etwas ganz Besonderes, jeden Morgen erstmal aufzuwachen, als erstes runter in die Küche zu gehen und Feuer zu machen. Und am Anfang hat das noch nicht immer so perfekt geklappt, genau wie beim Feuermachen draußen, beim Grillen zum Beispiel. Manchmal ist einfach das Holz nicht das Richtige, dies ist noch ein bisschen zu feucht oder die Stücke sind zu groß oder ich war zu voreilig und habe nicht genug erstmal angeheizt mit kleinen Stücken, mit Birkenrinde. Das ist ja schon eine kleine Kunst, auch das Feuermachen. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist so erfüllend, jeden Morgen erstmal etwas zu schaffen, auch wenn es nur ein kleines Feuer ist. Etwas, das mich wärmt, das mir gut tut, das das im Haus gemütlicher macht. Und dann zu sehen, oh, jetzt kommen die Flammen, jetzt fängt es langsam an zu brennen, jetzt kann ich mehr Scheite nachlegen. Und dann mit diesem Gefühl in den neuen Tag zu starten. Ich habe mit meinen eigenen Händen, mit ein bisschen rumexperimentieren, etwas schon mal geschaffen an diesem Tag. Und für mich ist das immer eigentlich ein sehr schöner Beginn in den Alltag, wo es ja auch oft so ist, dass wir nicht genau wissen, ja, wie komme ich jetzt mit dieser oder jener Situation klar, mir fehlt dies oder das, das klappt nicht alles sofort. Irgendwie ist immer irgendwas. Und man sieht, auch wenn nicht jetzt alles perfekt war, die ganzen Voraussetzungen nicht perfekt waren, man kommt zum Ziel. Wie die Menschen hier immer sagen, wir kommen ad löser sei. Es wird eine Lösung geben. Ja, und wie ich auch schon gesagt hatte mal, ich werde jetzt Mitte März mal wieder für ein paar Monate nach Deutschland zurückfahren, nach Hamburg, in meine deutsche Heimat. Und es ist ganz interessant für mich zu sehen, wie jetzt viele Leute mich fragen, meine Güte, wie kannst du wieder nach Hamburg zurückfahren, in so eine Riesenstadt, nachdem du in dieser Natur, in dieser Weite von Lappland warst, über ein Jahr. Viele von denselben Leuten hatten mich vor gut einem Jahr gefragt, meine Güte, wie kannst du ein Jahr in dieser Wildnis, in dieser Dunkelheit verbringen wollen, in dieser Einsamkeit, wo es ja eigentlich nichts gibt, außer ein paar Elchen. So viele meinen, das ist für mich irgendwie ein großes Problem, wieder in die Stadt zurückzufahren, wieder Menschenmassen und Verkehr und Lärm und Hektik. Und komischerweise ist das für mich wirklich gar kein Problem. Ich habe auch keine Angst davor. Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, warum eigentlich nicht? Warum ist das für mich kein Problem? Fühle ich mich nicht mehr wohl hier? Und nein, ich fühle mich total wohl. Ich habe ja auch weiterhin vor, im Sommer zurückzukommen und hier ein Haus zu kaufen. Und das ist es also nicht. Es ist auch nicht, dass ich nicht vieles hier sicher mal vermissen werde. Aber ich glaube, es ist einfach, dass ich nach einem Jahr so viel Kontakt mit der Natur gesehen habe, dass Wandel und Veränderungen einfach so natürlich sind. Und für mich steht es jetzt einfach erstmal wieder an, eine Zeit lang nach Deutschland zurückzufahren. Das ist für mich einfach auch ein Teil dieses Wandels jetzt in meinem eigenen Leben, der für mich sich ganz natürlich anfühlt. Und ich komme immer wieder, je mehr ich darüber nachdenke, drauf, das hat alles mit dem schönen Begriff Loslassen zu tun, der vielleicht für einige etwas zu spirituell oder buddhistisch klingen mag. Aber im Grunde ist es doch so, dass wir uns oft versuchen, an den Dingen, die schön sind, die uns in dem Moment gut tun, ganz festklammern zu wollen. Bloß nicht loslassen, bloß, dass der Moment nicht endet. Und genauso habe ich es eigentlich auch gemacht. Und noch vor einem Jahr wollte ich nicht, dass der Winter hier endet. Ich fand das so toll mit diesem vereisten Meer und diesen langen Spaziergängen draußen auf der Ostsee, die ich jeden Tag machen konnte. Ich wollte nicht, dass das Eis schmilzt. Aber es muss sich ja etwas verändern in der Natur, damit wieder ein Neuanfang möglich ist, damit der Frühling kommt, damit wieder etwas blüht. Und genauso sehe ich das für mein Leben auch. Ich brauche immer mal wieder eine Veränderung, damit ich nicht auf der Stelle trampele. Neulich kam eine Nachricht von einer lieben Freundin aus Deutschland und die hat mir ein Zitat von William Blake geschickt, was ich sehr schön fand.
Ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil mich das sehr an das Thema Loslassen eben erinnerte. Und zwar heißt das: Wer eine Freude an sich fesseln möchte, stutzt dem Leben die Flügel. Aber wer die Freude küsst, wie sie ihm zufliegt, lebt im Sonnenaufgang der Unendlichkeit. Das mag für manch einen jetzt vielleicht etwas kitschig oder zu poetisch klingen, aber ich fand das sehr schön auf eben poetische Weise ausgedrückt, wie ich oder wie auch vielleicht manche von uns oft versuchen, die schönen Dinge ganz stark festzuhalten, an uns zu fesseln und zu glauben, dass sie dadurch länger wären. Und mit der Zeit, gerade in dem letzten Jahr hier, habe ich gemerkt, so funktioniert das nicht. Die schönen Dinge gehen genauso vorbei wie der Mist. Bei dem Mist sind wir natürlich immer froh, wenn es schnell vorbei ist. Das ist ja oft so, wenn es besonders schön ist, dann scheint die Zeit besonders schnell zu vergehen. So kommt es mir hier auch manchmal mit meinem Jahr hier vor, einerseits. Aber andererseits kommt es mir auch sehr, sehr lange vor, weil ich so intensiv gelebt habe und fast jeden Tag so viel mitgenommen habe, dadurch, dass ich immer draußen war und mir ständig Notizen gemacht habe, was bemerke ich, was spüre ich, was sehe, höre ich, was lerne ich von den Menschen, von den Tieren, von den Pflanzen. Und durch dieses intensive Erleben kommt mir dieses Jahr auch manchmal vor, als wäre ich schon 5 oder noch mehr Jahre hier oben gewesen. Und gleichzeitig geht damit einher eigentlich, dass ich gemerkt habe, ja, es kommt und geht alles so, wie es halt sein muss, wie die Jahreszeiten in der Natur. Und das Schöne und das nicht so Schöne wechseln sich einfach immer wieder ganz natürlich ab. Und das habe ich viel mehr gelernt zu akzeptieren in dem Jahr hier. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt nicht vor irgendetwas Angst habe, sondern gehe einen Schritt nach dem anderen, um einfach alle Momente so intensiv wie möglich zu erleben, das Beste aus allem zu machen und dann einfach zu schauen, was ergibt sich jetzt als nächstes. In diesem Video werde ich euch ansonsten einige Szenen vom Jokkmokk Wintermarkt zeigen. Dort war ich nämlich Anfang Februar. Dieser Jokkmokk Wintermarkt ist ein samischer Markt mit ganz langer Tradition, der immer in der ersten Februarwoche stattfindet. Und die letzten 2 Jahre war er jetzt wegen der Pandemie ausgefallen und ist dieses Jahr endlich wieder stattgefunden. Mein persönliches Fazit ist, man kann es sich mal ansehen, wenn man schon in der Gegend gerade ist, Anfang Februar. Aber ich persönlich würde jetzt nicht nur für diesen Jokkmokk Wintermarkt nach Schweden fahren, weil ich denke, es ist interessant zu sehen. Es gibt auch einige Stände mit sehr schönem, hochwertigem Kunsthandwerk, was wirklich Samen selber machen. Aber es gibt genauso viele Stände mit sehr viel Kitsch, auch aus aller Welt. Und ja, also man findet von Döner Kebab bis zu griechischen Oliven, bis zu Taschen aus Peru, alles Mögliche. Und dann geht einmal am Tag immer eine samische Familie mit ein paar Rentieren über den Markt. Aber wenn man mehr wirklich über die Samen und über die Kultur und Tradition lernen möchte, dann hat man zu dieser Marktzeit nicht wirklich eine gute Chance dafür, denn es gibt zwar auch einige Veranstaltungen in Innenräumen, im Museum, und es gibt auch Veranstaltungen wie Lesungen zum Beispiel oder Kunstausstellungen, aber das ist dann natürlich so überfüllt, dass man das eigentlich gar nicht so auf sich wirken lassen kann. Also wenn jemand von euch wirklich Interesse hat an den Samen oder samischer Kultur, würde ich euch eher den Tipp geben, kommt an einem anderen Moment im Jahr nach Jokkmokk, das ist eigentlich die Hauptstadt der Samen, und schaut euch dann alles ganz in Ruhe an, ohne dass ihr immer anderen Leuten dabei auf die Füße tretet. Aber gut, das ist nur meine Meinung nach diesem Besuch. Und ansonsten zeige ich euch wieder ein paar Szenen von der Natur, von Vaskeri und seiner Umgebung jetzt im Winter, wo ich ganz oft wieder draußen war, auf der zugefrorenen Ostsee. Und ich wünsche euch ein bisschen Entspannung und Freude mit den nächsten Szenen. Bis zum nächsten Mal.